Bangkok, eine der aufregendsten und pulsierendsten Städte der Welt. Mit über 14 Millionen registrierten Einwohnern und einer faszinierenden Mischung aus Tradition und Moderne ist Bangkok bekannt für seine lebhaften Märkte, jahrhundertealten Tempel und das nie endende Verkehrschaos. Aber wusstet ihr, dass Bangkok nicht nur für Touristen ein Abenteuer ist? Hier kommt es auf jeden Schritt an, im wahrsten Sinne des Wortes. Bangkok ist eine Stadt, die niemals schläft und in der es an jeder Ecke eine neue Herausforderung gibt. Perfekt also für den Drehort der härtesten und spektakulärsten Verfolgungsjagd der Welt. Manhunt geht in die 2. Staffel und ich durfte erneut als Teilnehmer mit dabei sein. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr war ich schon bei der 1. Staffel von Manhunt dabei. Staffel 1 hat uns mitten nach Wien geführt. Eine Stadt, die ganz anders funktioniert. Wien war sauber, strukturiert und bot uns ganz andere Möglichkeiten, uns vor der Taskforce zu verstecken. Ich werde nie die knappen Verfolgungsjagden mit dem Kioskbesitzer entlang der Donau vergessen. Hey, ich leite den Weg ab. Das war eine Anstrengung und ein Stresslevel auf höchstem Niveau. Da hinten ist ein Jäger. Da. Oh mein Gott. Ich habe die GoPro wieder zurückgehalten wegen dem roten Licht. Scheiße, die umzingeln diesen blöden Spielplatz immer noch. Es war intensiv, aber Bangkok ist eine ganz neue Liga. Ab in den Underground. Oh Leute, das ist Manhunt, das ist doch einfach nur krass. Schon allein das Klima stellt dem Ganzen in Bangkok eine noch krassere Herausforderung dar. Temperaturen um die 35 bis 40 Grad, eine hohe Luftfeuchtigkeit und plötzliche Monsunregenfälle. Bangkok bietet die perfekte Bedingung für Versteckspiele. Von den unübersichtlichen Straßenmärkten über verlassene Gassen bis hin zu riesigen Shoppingmalls, die wie mehrstöckige Labyrinthe wirken. Und genau hier startet Staffel 2. Dieses Mal wird alles noch härter, noch intensiver und ich bin bereit, alles zu geben. Lasst uns nun in meine Anreise und in die letzten 24 Stunden blicken, bevor ich mitten in diese verrückte Herausforderung geworfen wurde. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es gibt was zu verkünden, Leute. Ich befinde mich gerade in München, denn ich bin von Düsseldorf nach München geflogen, um hier einmal umzusteigen. Und zwar geht es für mich jetzt nach Bangkok und ich wurde tatsächlich das 2. Mal von Manhunt eingeladen, um an der wohl härtesten YouTube-Challenge aller Zeiten mitzumachen. Und ich werde ab Montag tatsächlich 96 Stunden in Bangkok ohne Essen und Trinken ausgesetzt. Manhunt wird in wenigen Tagen losgehen und dies ist so ein kleines Infovideo für euch, meine letzten Momente vor der Aussetzung, was ich so erlebt habe, der Weg Richtung Bangkok. Und wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Die meisten von euch werden Staffel 1 von Manhunt bereits verfolgt haben und los geht es nun mit Staffel 2, Leute. Drückt mir auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen und los geht's. Jetzt geht's los, Leute. Auf ins Flugzeug. 14 Stunden ab nach Bangkok. Dies war seit langem nochmal ein Langstreckenflug von mir. Der letzte liegt schon mehrere Jahre zurück. Und so ein 14-Stunden-Flug kann sich schon echt in die Länge ziehen. Aber der Kerl neben mir war ganz nett und half mir dabei, die Stunden so angenehm wie es geht rumzukriegen. Allerdings war ich sehr froh darum, dass es sogar 2-mal etwas zu essen gab. Und nach 14 langen Stunden bin ich dann endlich in Bangkok gelandet. Okay Leute, ich bin endlich in Bangkok gelandet. Krass, wie warm es direkt ist. Da kam gerade eine richtige Hitzefront auf mich zu. Da bin ich jetzt mal extrem gespannt,
wie das sein wird, wenn wir wirklich ausgesetzt werden, Leute. Geht direkt super los, Leute. Wir warten jetzt schon seit 40 Minuten auf unser Gepäck. Auf einmal wird unser Flug hier nicht mehr angezeigt und ja, irgendwie ist das Gepäck gerade erstmal weg. Keine Ahnung, hier tut irgendwie gar nichts. So Leute, endlich habe ich mein Gepäckstück wiederbekommen. Hat jetzt ungefähr eine Stunde insgesamt alles gedauert. Es gab ein kleines Problem. Ich hatte ja eben noch das Manhunt-T-Shirt an, habe jetzt so eine Jacke drüber gezogen, weil wohl ein Jäger aus Wien durch meine Verspätung zeitgleich mit mir angekommen ist. Und ich muss halt gucken, dass wir uns hier irgendwie nicht über den Weg laufen. Wäre halt blöd, wenn die Jäger schon wissen, dass ich erneut dabei bin, Leute. Für mich geht es jetzt hier nach draußen und dann werde ich auch schon von einem der Manhunt-Leute in Empfang genommen. So, hier muss der Samuel jetzt irgendwo stehen. Da hinten hält jemand noch was hoch. Ja, da stehen die Jungs parat mit der Kamera. Da sind sie. Wir müssen uns jetzt hier noch kurz anstellen. Hallo, servus, Samuel. Carsten, hi, freut dich auch. Persönlich. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Erstes Mal Bangkok, zweites Mal Asien für mich. Ich war vor 3 Monaten schon mal in Armenien. Da konnte ich schon mal so ein bisschen Asien-Luft schnuppern. Aber ich glaube, jetzt ist das schon was anderes hier. Das drückt schon richtig krass jetzt, ja. Die Anspannung steigt definitiv. 2 Gegenstände dürfen wir mitnehmen. Ich habe tatsächlich bisher einen Gegenstand, der ist 100% fix. Das ist erneut das Proteinpulver, das hatte ich bei der ersten Staffel auch dabei. Und einen 100%igen zweiten Gegenstand habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe allerdings noch einfach mal einen elektrischen Rasierer eingepackt. Okay. Sollte mir überhaupt nichts einfallen, werde ich einen elektrischen Rasierer mitnehmen. Werde versuchen, einen Junggesellenabschied zusammen zu trommeln, die besoffen sind. Okay. Und frage dann so nach dem Motto, komm Jungs, jeder ein Fünfer, dann können wir die Haare mal abrasieren. Okay. Mal gucken, das wäre glaube ich der Notgegenstand. Genau, ich habe regelmäßig von Manhunt geträumt und da gab es halt eine Situation, da hat mich meine Freundin mitten in der Nacht ganz erschreckt geweckt und meinte, was ist mit dir? Weil ich halt tatsächlich im Bett gelaufen bin. Ich habe gestrampelt mit den Beinen und die so, ja, was hast du denn gerade geträumt? Ich so, ja, ich bin bei Manhunt gerade weggelaufen. Ich würde sagen, einen kleinen Vorteil habe ich, aber wenn sich jetzt der neue Kandidat, der jetzt zum ersten Mal in der Staffel 2 dabei ist, wenn er sich die Folgen alle von vorne bis hinten angeschaut hat, ist er definitiv genauso schlau wie ich jetzt. Klar, ich will alles geben, will auch nicht als Erster rausfliegen. Wäre auch schon geil, wenn ich noch ein bisschen weiter komme als in der ersten Staffel, aber Spaß steht doch im Vordergrund bei dem Ganzen. Nachdem ich herzlich empfangen wurde und vom Flughafen abgeholt worden bin und die Interviews überstanden waren, konnte ich dann endlich ins Hotel. Nach ca. 18 Stunden Reisezeit bin ich jetzt endlich im Hotel angekommen, befinde mich jetzt hier in der Rezeption. Check jetzt erstmal in Ruhe ein und dann werde ich, glaube ich, mich erstmal um eine Handykarte bemühen und dann irgendwie relaxen im Pool oder mal schauen, was essen, eine Kleinigkeit. Ich nehme euch auf jeden Fall gleich nochmal zu allen weiteren Aktivitäten mit. So, endlich im Hotelzimmer angekommen. Hier haben wir eine kleine Roomtour. Schöne Regendusche am Start.
Klimaanlage hat direkt geballert, als ich reingekommen bin. Richtig großes Bett. Das kann sich doch sehen lassen, Leute. Und einfach ein Aschenbecher hier auf dem Zimmer. Und hier riecht es auch wirklich so, als hätte hier einer drin geraucht. Ja, ich bin angekommen, Leute, in Bangkok und habe wohl das heftigste Abenteuer meines Lebens vor mir. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen frisch machen und dann was essen gehen, mich um eine SIM-Karte bemühen und dann mal schauen, was das Ganze hier so gibt. Kuluwu und ich sind die einzigen Spieler, die heute quasi schon angereist sind. Der Rest wird morgen erscheinen. Und ich habe mich jetzt mal frisch gemacht, war ganz entspannt duschen. An den Pool bin ich nicht mehr gegangen, weil es ziemlich schnell dunkel wurde. Und wir gehen jetzt einfach mal schön zusammen was essen, tauschen uns ein bisschen aus und ja, verbringen jetzt mal den Abend hier gemeinsam. Wird bestimmt ganz cool. Es war super interessant, Kuluwu nach einer langen Zeit nochmal wiederzusehen. Wir haben was Leckeres gegessen und uns ein bisschen ausgetauscht, was unsere Erwartungen sind. Und es war wirklich ein netter Abend. Anschließend sind wir allerdings beide früh zu Bett gegangen, um dann fit für den nächsten Tag zu sein. Es ist mittlerweile der nächste Tag, Leute. Es ist einfach total krass. Ich habe einfach mal 12 Stunden gepennt. Ich habe das Frühstück verpennt. Housekeeping war schon da. Wir haben jetzt schon 14 Uhr. Also ich komme noch gar nicht klar auf die Zeitumstellung. Das war auch irgendwie echt mal nötig. Das ist der Ausblick aus meinem Hotelzimmer. Das ist Bangkok, richtig krass. Da unten fährt auch der Skytrain gerade lang. Also mögliches Fortbewegungsmittel hier in Bangkok. Ich gehe jetzt erstmal Geld wechseln und dann irgendwas thailändisches essen, weil wie gesagt, Frühstück habe ich verpennt. Und ja, mal schauen, was der Tag jetzt so gibt. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Money Exchange und ich muss schon sagen, ich mache mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen Gedanken über mein gewähltes Outfit. Ich wollte auf ein langes Outfit gehen, wegen den Moskitos und so. Aber gestern Abend und heute bin ich irgendwie noch keinen Moskitos begegnet, hatte noch gar keinen Stress und es ist sowas von heiß. Also nicht, dass die warmen Klamotten mich wirklich fertig machen. Vielleicht entscheide ich mich jetzt spontan tatsächlich nochmal um und gehe auf ein kurzes Sportoutfit. Das sieht schon krass hier aus, Leute. Guckt euch das mal an. Also das wird sowohl für Jäger als auch für Spieler extrem schwierig, hier das Ganze zu meistern. So, ich war jetzt gerade beim Money Exchange und befinde mich jetzt hier in irgendeiner Mall. Also das ist schon krass, wenn man so in die Seitenstraßen geht. Allein die Verkabelung da oder der Müll, der da rumliegt, das ist schon wirklich eine andere Welt. Und ja, hier kann man es echt aushalten. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass sehr viele Spieler in Malls oder klimatisierten Bereichen aufhalten werden. So sieht das Geld hier aus. Wir haben hier einmal 20 Baht, dahinter 500 Baht und einmal 1000 Baht. Fühlt sich irgendwie ein bisschen an wie Spielgeld und ich denke nicht, dass ich solche Scheine während der Verfolgung in den Händen halten werde. Eher die kleinen Münzen. Aber es ist schon Wahnsinn. Wenn wir jetzt hier so sehen, ja, 100 Baht kostet hier so ein T-Shirt oder 200 Baht geht es hier weiter. Also hier kriegt man schon mehr für sein Geld als bei uns in der Region. Das ist schon krass. Und ich bin nur zu Fuß bis nach hier gegangen, 900 Meter und das ganze T-Shirt ist schon nass geschwitzt. Also Wahnsinn. Ich wurde gerade tatsächlich noch draußen an der Straße ein bisschen angequatscht. Habe jetzt hier eine Stunde Bodymassage hinter mir, Thai-Bodymassage. Ja, muss man mal erlebt haben in Bangkok. Ich dachte mir, das wäre ganz gut, vor der Aussetzung nochmal so schön durchgeknetet zu werden. War auf jeden Fall mega krass. Man fühlt sich echt wie neu geboren und ja, kann ich nur jedem empfehlen.
So, ich habe jetzt mal getestet, wie man hier an Wasser kommt, was es kostet. Ich bin jetzt hier in irgendeiner Mall, habe mir jetzt mein erstes Trinken für Geld geholt. Hat 10 Baht gekostet, sind umgerechnet 25 Cent. Ja, weil das Wasser kann man ja nicht trinken aus der Leitung. Das heißt, man müsste halt immer Flaschenwasser kaufen oder halt den Wasserfilter benutzen. Ja, zur Not halt 10 Baht. Andere Möglichkeiten gibt es, glaube ich, nicht. Aber das ist schon krass, wie die Mall hier aussieht. Also das ist wie so ein Bazar, würde ich jetzt mal sagen. Das ist schon crazy. Ich habe die Frau gerade gefragt, wo ich kostenloses Wasser herbekommen könnte. Konnte sie mir aber nicht beantworten. Also ich denke mal, dass das Englisch gar nicht so gut ist. Ich habe dann die ganze Zeit so gefragt, do you understand me? Und die sagt so, yes, yes. Aber hat mir nicht geantwortet, ne? Also ist echt schwierig, die Kommunikation hier auf den ersten Blick. Mal schauen, das wird auf jeden Fall ein krasses Abenteuer, Leute. Ist jetzt auch ein bisschen blöd. Die haben es ein bisschen verschoben. Ich dachte eigentlich, dass es am Montag um 6 Uhr losgeht. Es geht aber jetzt am Dienstag um 6 Uhr los. Das ist ziemlich scheiße, weil mein Rückflug geht am Samstag. Das heißt, angenommen, ich würde es schaffen, 96 Stunden zu überleben, würde mein Rückflug am selben Tag gehen. Das ist echt ein bisschen kacke. Wäre natürlich krass, wenn ich es schaffen würde. Aber gemäß der Erfahrung, härteste Verfolgungsjagd der Welt, schafft man es in der Regel nicht. Aber wer weiß, vielleicht passieren ja noch Wunder. Also so sieht das Streetfood hier aus, was ich bekommen könnte. Sieht ehrlich gesagt nicht so appetitlich aus. Genauso wie hier auf der Seite. Sowas könnte man hier bekommen. Es ist schon ziemlich strange, Leute. Boah. Was hier auch für ein Gestank ist, Leute, das kann sich keiner vorstellen. Wahnsinn. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, wie schwierig ist es, eine Toilette zu finden, wenn man überhaupt keinen Plan weiß. Oder wenn man sich überhaupt nicht auskennt, war gar kein Problem. Ich bin hier einfach in irgendein Hotel rein. Interessiert keinen, ob ich hier Gast bin oder nicht, also gar kein Problem. Hier könnte ich mir dann theoretisch Wasser besorgen, den Filter anwenden und dann hätte ich auch Trinkwasser. Ja, die Aufzüge waren direkt hier vorne. Wäre natürlich auch geil, wenn man irgendwie auf die ganzen Hochhäuser draufkommt, von oben ein bisschen guckt und so. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall alles mega entspannt, mega easy. Sieht mega schön hier aus überall. Also die geben sich echt Mühe für ihre Touristen. Ich habe gestern den Anreise-Vlog von Hunter Julius Battenfeld geschaut und das glaubt mir wirklich wieder kein Mensch. Ich habe in diesem Hotel ja getestet, wie ich ja auf eine Toilette komme, generell in ein Hotel hineinkomme, und in diesem Vlog von ihm sehe ich einfach, dass dieses Hotel das Hotel von Julius Battenfeld war. Das heißt, wäre ich eventuell ein paar Minuten, Stunden früher oder später hier gewesen, wäre ich dort einem Hunter bereits über den Weg gelaufen. Und man ist direkt in der Mall. Das heißt, man hätte theoretisch von so einer Hotellobby echt mehrere Möglichkeiten abzuhauen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt Thai-Essen zu essen, aber irgendwie war mir das ein bisschen zu umständlich, jetzt hier irgendwie auf die Schnelle was rauszusuchen. Deswegen bin ich jetzt hier bei KFC gelandet. Habe mir jetzt so 6 Filetstreifen geholt. Die Soße konnte man sich for free dippen. Hat jetzt ungefähr 3 € gekostet, also es geht eigentlich voll, weil es eigentlich eine gute Mahlzeit ist. Nachdem ich dann eine kleine Stärkung zu mir genommen habe, habe ich wieder den Rückweg Richtung Hotel angetreten und hier sieht man nochmal ganz extrem, wie viel Verkehr hier herrscht und wie viele Menschen tatsächlich tagsüber auf den Straßen unterwegs sind und das Ganze echt gigantisch auf einen wirkt. Ich war auch ebenfalls bei Starbucks, habe mir einen Kaffee geholt und auch in diesem Starbucks hat der Julius sich seinen Kaffee geholt. Auch da hätten wir uns bereits über den Weg laufen können. Gerade die Info bekommen, dass die anderen Teilnehmer nun auch im Hotel sind. Ich bin ja einen Tag früher angereist und mal schauen, dann werden wir wahrscheinlich den Abend zusammen verbringen.
Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere auch eine Frage hat, da ich ja schon Teilnehmer der ersten Staffel war. Mal schauen, was das so gibt. Aber es ist deutlich entspannter als in Wien, weil da ging es ja wirklich direkt los. Ja, wird auf jeden Fall deutlich fairer mit den Bedingungen, weil manche waren halt schon, keine Ahnung, 15, 16 Stunden wach, bevor es losging. Das wird jetzt definitiv entspannter. Ich habe aber bis jetzt noch keinen einzigen dieser Wasserautomaten gefunden, wo man irgendwie für 1-2 Baht Wasser bekommen sollte. Keine Ahnung, noch keinen einzigen gesehen, Leute. Da vorne, die Lebensmittel, die da stehen, das sind Opfergaben. Damit wollen die Thais bewirken, dass Geister wohl von den Gebäuden wegbleiben. Und absoluten Notfall würde man da auch Essen und Trinken herbekommen. Aber das wäre natürlich nur im absoluten Notfall notwendig. Hier auf der linken Seite ist jetzt mein Hotel schon wieder. Das heißt, ich habe meinen freien Tag jetzt so gut wie es geht genutzt, um die ersten Eindrücke dieser Stadt zu sammeln, mit Geld in der Tasche. Also ich habe jetzt hier für diesen Eislatte irgendwie 3,50 oder so bezahlt. Also den werde ich mir während der Flucht definitiv nicht leisten können. Aber hat auf jeden Fall gut getan, schon mal alleine hier so ein bisschen rumzulaufen, um die ein oder anderen Erfahrungen zu sammeln. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den einen oder anderen Teilnehmer jetzt hier schon treffen werde. Das ist die Hotellobby. Gucken wir mal, was das jetzt hier so gibt. Nach dem Kennenlernen mit den weiteren Teilnehmern der Staffel 2 brach die Nacht über Bangkok ein und wir entschieden uns noch einmal mit dem Taxi die bekannteste Partystraße in Bangkok zu erkunden, um zu schauen, was dort so los ist und was dort abgeht. Es sind jetzt ungefähr 6-7 Stunden wieder vergangen. Wir sind jetzt hier auf der Partystraße, Leute. Ich habe die anderen Teilnehmer jetzt mittlerweile auch schon kennengelernt. Da vorne ist der Luke, Ruthless Cat Alex und der Joris. Und die anderen Teilnehmer sind schon im Bett. Wir haben uns entschieden, jetzt hier noch ein bisschen durch die Partymeile zu laufen und das Ganze hier mal ein bisschen anzugucken. Und ja, eigentlich sollten wir, glaube ich, schlafen, um so fit wie möglich zu sein, aber wir wollen mal gucken, was hier so abgeht. Das ist einfach nur crazy, Leute. Guck mal, was sie hier verkaufen. Einfach mal Spinnen, Skorpione, so crazy. Jeder versucht uns hier in die Lokalitäten reinzulocken. Alter, guckt euch das an. Man kann sich nicht unterhalten, wenn man hier Geld sparen will, weil man nichts versteht. Wir haben es mittlerweile den nächsten Tag und wir werden jetzt abgeholt zum Medic Briefing und Spielleitungsbriefing. Hier nochmal ein kleiner Blick aus meinem Hotelzimmer. Wir sollen unser Gewand schon anziehen. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo einen Spiegel habe. So würde ich gerne rausgehen.
Lange Hose, langes T-Shirt, Fischerhut und hier so ein Halstuch. Damit könnte man sich noch ein bisschen tarnen eventuell. Zum Glück können wir ja einen Joker einsetzen, wo wir das Gewand nochmal ändern können. Weil das wird, glaube ich, echt übel in langen Klamotten. Aber ich möchte mich in erster Linie vor den Moskitos schützen, weil das in Wien doch echt ein Riesenproblem war. Mal schauen, ob ich damit die richtige Wahl getroffen habe oder nicht. Wir haben jetzt ungefähr 36 Grad am Tag, eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und 30 Grad abends. Deswegen, ja, mal schauen, ob ich hiermit die richtige Wahl getroffen habe. Ab zum Medic Briefing. Passender Rucksack ist jetzt auch schon am Start. Da sind meine 2 Gegenstände drin. Der ist allerdings von mir privat, also wir kriegen einen eigenen von der Spielleitung. Und dann lassen wir das Ganze mal auf uns zukommen. 96 Stunden bei dem Klima hier, das wird wirklich eine krasse Herausforderung. Ey, schau, das wird so geil. Der mag das. Wart ihr noch Vorteile gestern? Noch aus? Oben und so kommt dann gleich. Glaube ich. Ja, das ist am Weg. Der Johannes, ich übergebe an dich. Oder bist du nicht bereit? Ich bin noch da, 3 Wochen und was ganz wichtig. Das heißt eben Begrüßungen und so weiter. Man kann die Hand geben, halt grundsätzlich, aber so das Angreifen so seitlich, das mengen sie überhaupt nicht, das ist ein bisschen distanzierter. Dann Lächeln ist ein Zeichen von Respekt und Freundlichkeit. Hier haben wir auch zum ersten Mal eine Übersicht der 9 Zonen in Bangkok erhalten. Für die, die noch nicht wissen, was es mit den Zonen auf sich hat, hier eine Erklärung. Bangkok ist in 8 Zonen aufgeteilt. Jede Zone hat rund 65 Quadratkilometer. Die Center Zone, die für jeden Spieler frei zugänglich ist, hat 30 Quadratkilometer. Betritt ein Spieler die Zone eines anderen Spielers, wird er für die Taskforce sichtbar. Die Spieler starten ohne Essen, Trinken und Geld. Ausgestattet sind sie nur mit dem Nötigsten. Danach haben wir dann auch eine Einweisung in unseren Rucksack bekommen, wo sich das Nötigste drin befindet. Und für die Leute, die zum ersten Mal vom Manhunt gehört haben, empfehle ich euch, vor Staffelstart euch gerne die Folge 0 einmal anzuschauen. Dort wird noch einmal alles genau ausführlich erklärt. Zum Tisch! Das ist so ein Astronaut. Über diese Kamera wurden dann die Fahndungsfotos der einzelnen Spieler erstellt, denn die Hunter wissen tatsächlich nicht, wen sie jagen. Sie haben lediglich diese witzigen Fotos erhalten. Ja, das ist schon. Ja, ich glaube, das ist wirklich schon sehr viel. Zu wenig ist, aber Tempo dazugeben. Momentan ist es so, dass in der Innenzone, in der Center Zone, die ist wesentlich größer als in Wien war, die ist 30 Quadratkilometer groß, dass wir dann dort. Ist das die Center Zone? Das ist die Center Zone, ja. Die ist aber sehr die Center Zone, die ist 30 Quadratkilometer groß und da ist jede Stunde ein Pin. Ja. Hier gab es dann nochmal ein allgemeines Briefing für die Spieler. Das war eine Menge Input für jeden Spieler und uns allen rauchten extrem die Köpfe danach. Und wir waren auch erleichtert, dass es dann irgendwann vorbei war und wir super gebrieft wurden. So, wir sind jetzt fertig. Für uns geht's zurück ins Hotel. Die Jungs bereiten jetzt noch ein bisschen was vor. Und dann geht's morgen los. Wir müssen um 4 Uhr parat sein. Und dann beginnt Manhunt. 96 Stunden auf der Flucht. Die härteste Verfolgungsjagd der Welt. Es ist vollbracht. Für die Spieler ging es dann ins Hotel und wir hatten die letzte Möglichkeit, uns unseren wohlverdienten Schlaf zu holen. Und wie es dann weiterging, seht ihr in der Folge 0 und anschließend beginnt die Flucht mit der Folge 1 am 24.11.2024 um 18 Uhr. Ich würde mich mega über eure Unterstützung in den Kommentaren während den Folgen freuen und als Abschluss zeige ich euch nochmal den Manhunt Staffel 2 Trailer. Diesen gibt es ebenfalls auf dem Kanal von Manhunt zu sehen. Und abschließen würde ich dieses Video gerne mit den Worten Run, Hide, Survive. Bleibt gesund, wir sehen uns und bis dann. Manhunt. 96 Stunden auf der Flucht. 8 Spieler flüchten vor einer 7-köpfigen Taskforce. Run, Hide, Survive. Ey, wir klicken euch! Let's go! Phänomenal. Wie cool. Up in den Underground.
Ich bin überfordert. 38 Grad Außentemperatur, Alter. Von uns unten 4 geht rauf Richtung Willi. Die werden mich dann niemals finden. Ich glaube, ich habe ein Spiel entdeckt. Ich habe einen Spieler. Sichtkontakt auf einen Spieler. Junge, die haben Speedhunt ausgelöst. Ey, ich hab so Schiss. Hier können jetzt überall schon Hunter sein. Wir fahren auch auf der falschen Straßenseite. Ganz ehrlich, gute Spielleitung. Mega gefährlich. Ich muss schneller sein als der und das bin ich. Verdammte Scheiße. Diego! Ich will zurück nach Deutschland. Das ist legit Nahtoderfahrung. Ich kotz fast. Catch! Hey! Die ganze Zeit am Rennen, Alter. Jetzt würden die mich schnell catchen. Hier muss ich schnell weg. Let's go! Let's go! Was passiert hier? Ja, bin knapp vor mir. Ich verfolge ihn. Ich sehe einen Spieler. Ja, ich sehe einen Spieler. Joris, da bist du, Mann! Digga, da ist Koks auf dem Tisch. 500 Mark! Ja! Fuck. Ich bin gefickt. Habt ihr gerade den Hunter gesehen? Aber Leute, das ist Manhunt, das ist doch einfach nur krass. Was geht hier ab, Mann? Ja! Ah, fuck, ich glaube, ich bin zu spät. Boah, Junge, ich bin so fertig. Ich weiß nicht, also ich bin ganz kurz davor auch zu sagen, Jungs, ich kann nicht mehr. Gleich sind die Spieler auf sich alleine gestellt. Die Straßen von Bangkok sind für die nächsten 96 Stunden ihr Zuhause. Paranoia, Stress und extreme Belastung sind ihr ständiger Begleiter. Manhunt. Die härteste Verfolgungsjagd durch Bangkok beginnt.